Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind immer noch zusammen im Allgäu unterwegs. Heute nehmen wir euch mit von Ofterschwang, also von der Talstation Weltcup Express aufs Ofterschwanger Horn. Ja, kleine entspannte Tour von rund 7 Kilometer, gut 500 Höhenmeter. Ja, und wie ihr seht, wir sind hier auch schon am Gipfel angekommen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir jetzt auf den Gipfel gekommen sind und wie es von hier wieder runter geht, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war an der Talstation des Weltcup Express in Ofterschwang. Da der Weg zunächst seitlich des Lifts bzw. der Skipiste verläuft, ging es auch direkt ran an die Höhenmeter. Aufpasse! Schnee und Eis, sagt der Hinweis. Da wären wir wohl von alleine nicht drauf gekommen. Nun, besser einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig. Zumindest bergan war es aber nicht so glatt, wie das Schild vermuten ließ. Ja, das Schöne am Wandern in den Bergen ist, man studiert das Wetter. Wetter sagt, jawohl, Wolken-Sonne-Mix wird gut. Jetzt schneit's. Naja, schauen wir mal, wie es wird. Wie es wird? Erstmal ordentlich steil. Über Wurzeln und über Schnee führte uns der Weg recht geradlinig bergan. Trotz frostiger Temperaturen kamen wir so langsam auf Betriebstemperatur. Was wird das jetzt? Es schneit noch. Ja, gut. Aber ich schwitze wie Schwein. So, da ist der Tobi also schon etwas ins Schwitzen gekommen. Gut, dass wir immer noch viele Höhenmeter vor uns hatten. Mir wäre es hier trotz der ordentlichen Anstrengung ohne Jacke immer noch zu kalt gewesen. Und schon einige Höhenmeter hier hoch. Da ist selbst die Stufe hier zu viel. Tja, wenn man nicht ganz fit ist, aber trotzdem berghoch möchte. Tja, wer die Berge liebt, lässt sich auch von einem kleinen Infekt nicht von seinem Ziel abbringen. So ging es tapfer weiter. Kaum draußen aus dem Wald wurde der Schnee unter unseren Füßen mehr. Deutlich mehr. Gut, dass vor uns schon einige Wanderer unterwegs gewesen sind und den Weg gespurt haben. Dass wir auf kurzer Strecke schon einige Höhenmeter gemeistert hatten, konnten wir hier nicht nur in den Beinen spüren, sondern auch optisch wahrnehmen. Ein erster Blick ins Tal tat sich auf. Der Anstieg indes ging weiter, wie er begonnen hatte. Steil.
Langsam aber sicher näherten wir uns dem Gipfel und auch der ein oder andere Skifahrer, der abseits der präparierten Piste seinen Weg ins Tal suchte, begegnete uns nun. Bei Anne sah das Berganstapfen teils lustig aus, hatte sie doch im Gegensatz zu mir keine Krödeln übergezogen. Vermutlich waren das, in Kombi mit ihrem leichten Kränkeln, die Gründe dafür, dass mir heute öfter mal ein ungewohntes Bild geboten wurde. Normalerweise ist Anne am Berg meist weit vor mir zu sehen. Heute schleppt sie sich eher den Hang hinauf. Tobi in seinem Berggang. Oh ja, genau. Kann ich gerade nachvollziehen. Mittlerweile in Gipfelnähe angekommen, trafen wir auf immer mehr Menschen. Zum einen verläuft rund um den Gipfel ein präparierter Winterwanderweg, zum anderen sind auch die Lifte des Ofterschwanger Skigebietes nicht weit. Und dann war es geschafft. Das Gipfelkreuz war erreicht. Der eigentliche Gipfel ist ein paar Meter weiter. Da dort aber dank Bergstation eines Lifts viel los war, beschränkten wir uns auf den Genuss der Aussicht vom Gipfelkreuz aus. Dort machten wir auch ein kleines, wohlverdientes und in meinem Fall bitter nötiges Päuschen. Etwas regeneriert ging es weiter. Nach wie vor mit grauem Himmel, dafür hatte es aber aufgehört zu schneien. Hier hätten wir eigentlich den Berg wieder hinunter gewollt. Laut Online-Tourenportal gibt es hier einen Weg. Im Sommer vielleicht. Im Winter gab es hier nur eine dicke Schneedecke. Gewandert ist dort vor uns auch niemand. Also ging es erstmal geradeaus weiter in Richtung Sigiswanger Horn bzw. unterhalb des Gipfels entlang. Kommt euch der Wegabschnitt irgendwie bekannt vor? Nun, das liegt daran, dass wir im Sommer vom Ostertal aus schon einmal hier unterwegs waren und das Ofterschwanger sowie das Rangiswanger Horn erklommen hatten. Es gibt natürlich ein Video davon, das wir euch in der Beschreibung verlinken. Der Weg lässt sich auf jeden Fall im Sommer wie im Winter super schön wandern. So, jetzt haben wir ungeplant einen kleinen Umweg machen dürfen, unterhalb des Sigiswanger Horns vorbei. Geplant war eigentlich vom Ofterschwanger Horn in einem kleinen Bogen wieder runter zu laufen. Allerdings gab es da keinen Weg, wie gedacht. Und gibt es halt mal wieder ein paar Extrameter. Aber jetzt geht's wieder Richtung Ofterschwang. Sehen wir es positiv. Alles Training für künftige, umfassendere Touren. Nun ging es aber erst einmal mit schöner Aussicht bergab. Besonders der Gründen fällt hier immer wieder ins Auge, da er etwas abseits der übrigen Berge steht.
Leider nahm die weiße Pracht zu unseren Füßen ein abruptes Ende. Der Zuweg zur Karlrückenalpe war geräumt und so ging es für uns von da an ein ganzes Stück über Asphalt weiter. Da hieß es, Grödeln ablegen. Immerhin wurden wir nun von blauem Himmel, welcher durch die häufiger werdenden Wolkenlücken sichtbar wurde, und sogar vom ein oder anderen Sonnenstrahl für die breite, unspektakuläre Straße entschädigt. Der letzte Rest des Weges führte uns im Wechsel über verschneiten Weg und geräumte Straße bis zur Talstation des Weltcup-Express. Start der Tour ist an der Talstation des Weltcup-Express. Von dort geht es steil bergan durch Wald und über verschneite Wiese zum Ofter-Schwanger Horn. Unterhalb des Siegeswanger Horns vorbei verläuft die Route in einem weiten Bogen erneut durch Wald, über verschneite Wiese und ein Stück Asphalt zurück zum Ausgangspunkt. Ja, da haben wir es geschafft. Das Ofter-Schwanger Horn ist bei Schnee bestiegen. Es hat uns nicht geschafft, das Horn. Fast. Der Anfang ging gleich knackig los mit steilem Anstieg durch den Wald und dann über eine sehr beschneite Wiese. Ja, war sehr anstrengend. Ich meine, gleich eingangs beim Schild, auf dem stand dann schon steiler Anstieg und das war es auch gewesen, wie die Anne gesagt hat. Gilt auch im Sommer und im Winter dann erst recht. Bei Schnee dann war es schon sportlich gewesen. Aber wir haben es geschafft, wir sind oben angekommen. Wetter war leider nicht ganz so gut. Zum Glück. Ja, zum Glück ist es auch wieder aufgegangen. Eigentlich war das eher auch das, was heute Morgen schon vorhergesagt war. Und trotzdem war aber die Sicht vom Ofter-Schwanger Horn aus richtig super toll. Gerade durch den Schnee außenrum, das hält halt alles auf. Ja, also hat Spaß gemacht, haben wir auch ein bisschen uns dann aufgehalten. Der Abstieg verlief dann ungeplant. Ich hatte die Tour selber zusammengestellt. Sehr zu meinem Leidwesen. Ich wäre lieber die Originaltour gelaufen, so wie er sie geplant hatte. Da wäre es dann über die tief verschneite Wiese runtergegangen, sehr steil. Dann habe ich gesagt, nee, dann laufen wir lieber über das Siegeswanger Horn, beziehungsweise unten dran vorbei in einem Bogen. Haben wir dann auch gemacht, hat auch sehr gut funktioniert, war auch sehr schön zu laufen im Großen und Ganzen. Bis auf den letzten Asphaltabschnitt. Aber ja, gut. Der Asphalt, der war dann nicht ganz so schön, der ging dann auch bald ein bisschen steil in die Oberschenkel. Aber gut, nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. War eine schöne Halbtagestour heute. Wir werden jetzt noch die letzten paar Meter zu unserem Startpunkt zum Lift zurücklegen. Und uns eine wohlverdiente Schoki genehmigen. So schaut's aus, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Und ja, in diesem Sinne war es das wieder von uns. Ja, wir hoffen, euch hat's gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.